Alle sprechen von Inflation. Sie ist in den meisten Ländern auf dem höchsten Stand seit Jahrzehnten. In der Türkei gibt es eine Jahresinflation von über 70%. Waren sind um 70% teurer. Das heißt, für ein Produkt, welches vor einem Jahr 10 Lira kostete, zahlt man heute 17 Lira. Die durchschnittliche Inflationsrate wird in einen Warenkorb mit den wichtigsten Produkten zum Überleben ermittelt. Aber was ist eigentlich eine Inflation? Inflation besteht dann, wenn in einem Land viel Geld im Umlauf ist. Menschen kaufen Waren und bezahlen diese Waren entweder sofort oder mit Raten. In einem Land, wo viel gekauft und verkauft wird, floriert die Wirtschaft. Das bringt dem Land Wachstum. Sofern die Inflation über mehrere Jahre gleiche Werte zeigt, ist die Wirtschaft stabil. In der Türkei war die Inflationsrate über die letzten Jahre stabil zwischen 8% und 12%. Das ist höher als andere Länder, zeigt aber eine sehr kauffreudige Gesellschaft. Es scheint, als würden Türken sehr gerne einkaufen gehen. Und weil Türken Geld ausgeben möchten, sind die Firmen gefordert und müssen immer mehr produzieren. Weil das alles so schnell gehen muss, bleibt die Inflation in der Türkei eher hoch. Wenn nun aber die Nachfrage steigt, aber die Firmen die Produkte nicht schnell genug produzieren können, dann wird das gesuchte Produkt teurer. Leider werden Produkte auch bewusst in Lagern zurückgehalten, um die Preise künstlich zu erhöhen. Bei zu großer Nachfrage spricht man von einer Teuerung oder Inflation. Und das kann zu einer Hyperinflation werden und die Preise steigen dann unkontrolliert an. Das geschah nun in den letzten 10 Monaten auch in der Türkei. Weil nun aber die Türkei nicht nur eine hohe Inflation aufweist, sondern auch ein hohes Wachstum pro Jahr erzielt, kann die türkische Wirtschaft auch die Löhne mehr als die bestehende Inflation erhöhen. Dank den Exportrekorden schaffte es die Türkei bisher, immer eine positive Reallohnerhöhung zu ermöglichen. Ob die Türkei aktuell die Löhne erneut über die Inflation erhöhen kann, wird sich zeigen. Der Mindestlohn wurde innerhalb eines Jahres bereits um mehr als 90% erhöht. Eine Erhöhung des Mindestlohnes verbessert die Kaufkraft im ganzen Land. Wenn das nicht mehr möglich sein wird, dann muss die türkische Zentralbank die Zinsen erhöhen. Dann wird der Geldfluss gebremst. Geld wird aus der Wirtschaft entzogen und auf Bankkonten gelagert. Firmen können nicht mehr produzieren und entlassen Mitarbeiter. Hohe Zinsen senken die Kaufkraft bei Menschen, welche Waren oder ein Haus auf Raten zahlen. Der Handel bleibt aus und die Inflation wird abgebaut, weil keine Nachfrage mehr da ist. So würde die Inflation gesenkt, die Wirtschaft geschwächt, was die türkische Regierung möglichst verhindern will.